Captain Pioneer and the lieutenant took off from Middle Earth, heading south with Frankfurt City off their starboard side. The city is being hammered by heavy rainstorms from the west, but luckily, the aviators managed to slip through a break in the weather and make it to Worms. There, they meet up with some other SkyMonkey comrades, namely the commander, the general, and Steve Milk in the FK-12 Comet biplane. However, on this very first leg, an issue arises with the radio. Captain Pioneer can still receive but can no longer transmit. What's going on? Stay tuned and experience the adventure of the SkyMonkeyys France Campaign 2024. Alles Scheiße daneben. Immer. Was passiert? Funkgerät. Ei, Funkgerät geht nicht. Guck mal, wir machen mal auf, grüß dich, die der Hai. Komm. Hey. Hast du kaputt gemacht? Gib's zu. If nothing happens, it's not a real trip. So, zunächst mal hier Land unter, also alles, die Flugzeuge werden zu Wasserflugzeugen. Und Captain Pioneer hat sein Funkgerät geschrottet. Aber das kriegen wir hin, das ist kein Problem, dann geht's weiter. Ja, genau, das ist der Adapter. Ja, ja. So, die Klammer ist zu. Ja, ja, ich sehe das, dass es zu So, ist. jetzt hast du hier. Aber es könnte sein, dass es einfach Korrosion ist oder was. Mal ein bisschen wackeln dran. Mal rein und raus machen. Hier. Ja, genau. So, Kameraden. Gasolin fast. Though the rainstorm had already passed through Worms and the sun is shining, large parts of the airfield remain flooded. Back at the airfield with fuel canisters in hand, the next rain system is already closing in. The overall weather situation isn't looking any better either, except for a brief window of clearing at the destination area. So it's time to fire up the engines. The bad weather will persist throughout the entire campaign, but undeterred the SkyMonkey aircraft line up for takeoff with their motto, "To France, only by airplane." The course is set westward. As expected, the journey unfolds with alternating rain showers, gusty winds, and occasional sunshine, though mostly rain, all the way into the heart of continental France.
comrades land on a wet field in Burgundy, beside a historic fighter pilot's chateau, and the lieutenant records a video message and sends it to his daughter Lily Marlene in Berlin. Hallo Lilly, ich bin nach Frankreich geflogen, aber guck mal hier, wir sind jetzt gelandet gerade, bevor so ein Wolkenbruch kam und wir hätten nichts mehr sehen können. Deswegen sind wir gelandet auf so einem Platz und da sitzen wir jetzt fest im Regen. Regnet die ganze Zeit. Momentan ist gerade ein bisschen schwächer geworden, aber eigentlich ist er super stark, der Regen. Deswegen kommen wir jetzt hier nicht weg. Genau, das ist die Situation. Aber ich habe gehört, du hast die schulärztliche Prüfung bestanden. Das heißt, du kannst jetzt Schulkind werden. Das finde ich super. Dann gebe ich dir einen dicken Kuss und sage Tschüss. The current weather? Let's call it challenging. The original scheduled route is a no-go as VFR limits can't safely be maintained. But as always, the SKYMONKEYYs stick to their motto, safety first. So, what's next? The crew in wet clothes climbs aboard their rain-soaked aircraft and takes to the skies for some fun, and location reconnaissance means checking out the area. They practice flying formation to stay sharp and go on the hunt for fuel, because it's not just the monkey pilots who are thirsty, their engines are as well. Dodging thunderstorms and burning through the last of their smoke oil, they embrace the joy of flight like kids with new toys, proving that even wise old men can still have a blast in the air.
Finally, they touch down in Dijon just as the sun breaks through the clouds. A landing bathed in golden light, with the promise of fresh Monkeyyys 98-octane fuel for their engines. Everything is perfectly balanced. Body and soul, mission accomplished. Keiner steigt aus, warum ist das wohl so? Gerade so mit Ach und Krach geschafft, hier runterzukommen vor dem Wolkenbruch, aber alle Maschinen sicher gelandet. Und tja, eigentlich für die Pause nach 3 Stunden Flug, 3 Stunden. Aber jetzt sitzen wir hier fest in unseren Kisten. Was ein Spaß. Regenflug. Ja, gewaschen. Gewaschen? Ganz, Die sind sauber. ganz frisch gewaschen. Scheiße, oder? Die Flieger sind sauber. Ja, auf jeden Fall, aber es ist zum Kotzen. Nicht schön. The aircraft standard of the world. Made in the USA. Hier mach doch mal ein Foto. Cool, ne? Wie es aussieht, wir sind hier jetzt gestrandet, im positiven Sinne. Wir bleiben einfach hier und machen das Beste draus. Wir sind irgendwo im Nirgendwo in Frankreich. Hey, wie wär's mit dem Landebier? Landebier klingt gut. Landebier klingt gut. Mal Würstel und mal Steak ist aufgetaut, ne? Kann ich das gerade in den Mülltrop schmeißen. Aber egal, wie die Umstände auch immer sein mögen, es gibt Landebier. Irgendwo 30 Stunden. Da waren vielleicht 30 Stunden drauf, ja. So, General, auf den Flug Ja, durch den landen Regen. wir zum Wohl. Wir haben es gepackt, mal wieder. Der Hans-Peter hatte schon wieder ein bisschen so die Bremse gezogen, aber eigentlich sah so aus, als käme man durch. Und es ging ja auch. Jever. Ja, du hast dann dein Bier in Landebier. Wagenfarbe, Bier in Wagenfarbe angestrichen sozusagen. Okay. Das war mal wieder. Merci. Mademoiselle. Stella Artois. Oh, also wie kann es anders sein? Wir sind untergekommen, meine Herren, stimmt es? Das ist korrekt. Es war ein wunderschönes Städtchen, Saint-Mur, wie heißt es? Wie spricht man es aus? Wer kann Französisch? Saint-Mur. Saint-Mur, ja, sieht gut aus. Sogar momentan so ein Regenloch. Und? Ist das was? Ja, das sieht gut aus. Ja, komm. Ich denke, das machen wir, ja? 5 fois 6 escargots, André. Das sind die Schnecken. Es kommt gleich, es kommt Les traditionnels Encore? Les traditionnels avec poisse, moutarde. Oui. Weil die denken, die Leute haben keine Ahnung. Das geht über 5 Weine. Okay. Jetzt verlieren. Meine Herren, Also, es ist mir eine Ehre mit euch in Frankreich geflogen zu sein. zum Wohl. Votre santé. Zum Wohl wieder. Das ist Burgunder Fleisch. Genau. Wie sind die Schnecken heute? Heiß. Und fertig. Zweiter Take, Captain, wie sind die Schnecken heute? Weiß. Scharf. Lecker. Das ist was ganz Neues. Ja gut, also später hatten wir noch GPS. Ja klar. Ja. The next morning, our aeronauts arrive at the airfield, where their machines sit sunken into the rain-soaked grass, under a deceptively bright sky. But that sunshine won't last long.
By the time they've completed warm-up and taxiing to the runway, the next downpour is already looming. First, though, they've got a job to do. Getting every plane off this soggy patch and refueling is needed. One thing's certain, the lieutenant will have to gas up, thanks to his 6-cylinder 5.3-liter 200 horsepower beast of an engine. So, also Flieger steht voller Wasser, vorne, hinten, überall. Wie kommen die Kameraden raus? Der Tanker, der selbst keinen Sprit braucht, hat Versorgung dabei, das ist gut. Der General. So. Stand mit dir? 23 Liter. 23 Liter. Der Plan wäre jetzt nach Westen durchzubrechen, unter den Wolken durch, also unter der Obergrenze und über der Untergrenze, was den Wald darstellt. Und dann irgendeinen Platz suchen, an dem wir nachtanken können und Verpflegung aufnehmen. Super zum Start hier. Starkregen. So geflüchtet. Links und rechts von uns raus runter. Da vorne geht's. Richtung Jagdfliegerschuss. Destination. Somehow, they broke through the storm fronts. Captain Pioneer, still without a working radio, and the lieutenant are already on the ground, having landed on the well-known grassy field in front of the fighter pilot's castle. It was not only their only option, but also a perfect staging ground. As befits their SKYMONKEY status, the pilots secured lodgings in the castle itself, rightfully so. A fitting reward for the daring men of the sky. Hast du Spaß? Hier ist was los. Auf dem Weg zum Chateau. So sieht der Gegenschuss aus. Das ist doch schon. Die Frage gehen wir so aus, oder? Wir gehen hier. Lass uns Hier vorne rein. reingehen. Oder hier? Hier geht's doch rein. Keiner da. Geht nicht. So, die Herren Aviateure. Das ist so ein bisschen standesgemäß hier. Was sagt ihr? Gleich gibt's Mahlzeit.
After a royal breakfast perfect for our aviators, the comrades head to the airfield. The VFR conditions are just right, clear enough for a flight to Dijon-Darois, and that's exactly what they're going to do. Und hörst du ihn? Klappt das? Ja, das geht. Armed with a handheld radio, Captain Pioneer is said to be looped into the comms this time. On the ground, it works like a charm, but once they're airborne, the signal fades away once again. Kannst du mich mal festhalten? Ich roll. Ja, Stefan, steht hier irgendwie ganz gut. Ja, Tritt mal zur Seite, haben wir gerade geholt. Könnt jetzt uns laden. The sky calls, but the silence between them and the captain makes it clear, it's just them, their machines, and the open air now. And since the flight is just 10 minutes long with no real challenge, the lieutenant decides to film his landing on the grass airstrip visible ahead. He's already on final approach, no need for a traffic pattern today, cause no one else is in the sky except for the Monkeyyys. Now comes the little challenge. Landing the Tarragon with only one hand on the controls, since the other is busy holding the phone to capture it all on camera. Let's see how the lieutenant pulls this off. One hand on the stick, throttle, pitch, prop, flaps, gear, one eye on the runway, and a steady grip on the camera. What could go wrong? Kameraden, wie sieht es aus mit Landebier? Ja, genau. Sieht gut aus. Das sind eine halbe. Ja. Jever, Das ist Jever. Willst du Jever oder willst du so an? Ne, das ist gut so. Fangen wir mit groß an. Bleib bei groß, ne? Dann ist der erste Durst gelöscht. Meine Herren, Cheers, zum Wohl. Die, der fehlt. brauche ich mal ein bisschen. Der kommt noch. So, und wo fliegen wir jetzt hin? Wir hatten kein Zimmer, Sie machen die Jeet fertig. Ja, Wir sitzen hier, Sie kümmern sich, dass wir was getrunken haben, was zu trinken haben. Vielen Dank, Madame. bitte schön. Sie sind sehr, sehr angenehm. Wir sind sehr angenehm. Auf jeden Fall. Habt ihr das gehört? Die SKYMONKEYYs sind sehr angenehm. Sehr. Mit 2 E. Sehr. Alles zusammen. Oh, ein gutes Geräusch. Ja, genau. Was ein super Geräusch. Ja, ein Eine super Flasche Geräusch. Champagner, ein Schnitzel in der Pfanne und ein Flugzeugmotor. Sie bringt Leben in das Chateau. Auf jeden Fall. Sie verscheucht alle Geister in der Nacht. Und hat einen wunderbaren Weinschrank. Wir bekamen das Chateau im Chateau. Sag mal, wo ist eigentlich der HP? Keiner, der holt noch Nachschub. Und wir sind noch nicht mal in der Stadt. Wo ist denn der jetzt? Ich weiß noch nicht. Und löscht er das Licht. Warum hast du jetzt den Rosé noch aufgemacht? Da trinken wir ja. Gib mir mal der Kaffee. Verdünnt wir, oder? Ja, genau, weil ich kann das halt reinnehmen. Ja, bringt er mehr Pizza mit? Aber dann habe ich gedacht, ach Gott, was sagst du denn gerade? Der nächste Morgen sieht dann so aus am Schloss. Die SKYMONKEYYs waren vor Ort. Wird er schaffen? Na ja, klar. Irgendeine Karre, da steckt der Schlüssel schon. Hör mal.
Hey, kein Problem, no problemo. Er hat einen Bus. Moment. Gefunden. Der Schlüssel steckt, oder? Kannst du noch fahren? Ja klar. Ich habe mich ja extra zurückgehalten heute. Haben wir Spaß? Ja, cool. Schöner wie die Olle. Lenkt hier links, rechts. Der Querlenker, der ist ja wie geleckt. Aber das Auto, das wir vorher gehabt haben, Ist doch in Ordnung hier. Cool. Ja, das geht. Alles cool. Monkey Table, würde ich sagen. Druck 5 mal 6 Schnecken. Monsieur Aviateur, pour la vie. auf das Leben. Salut. Commander, wie sind die Schnecken heute? General. Die Schnecken sind heute verdammt heiß. Scharf und feucht. Zum ersten Mal geschafft. Scharf. Und jetzt ist es. Les escargots sont Okay. Die Muscheln waren echt super. Monsieur Chevalier, Oui. der Rittmeister. Die Sache wird. Interessant. Genau. Weil die Landung geht so. Und dann nicht warten, bis es vorbei ist. Und bei der Bugradmaschine kann ich halt vorher sagen, okay, das war's. Löscht die Knüppel gehen. Und der Spannradflieger geht dann halt auf die Nase. Ja. Totaler Schwachsinn. Pour Stéphane Le Chevalier, der Neveu Rittmeister. Rittmeister, der neue Rittmeister. Der SKYMONKEYYs Rittmeister, Stefan Milch. Ich habe es in eurem Dialekt ausgesprochen. Ich sagte Milch. Wir stellen uns jetzt ein Lied. Das hin mit dem Rosé. Natürlich, das klappt. Eben gerade bestellt eine Flasche Rosé avec 5 Glasses. 5 Glas. Der Rittmeister. Und da oben. Alles auf Sieg. Ich sitze. Männer, das hört nicht auf hier. Der Chevalier lässt es krachen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Hätte nicht sein müssen. Hätte nicht sein müssen. Wirklich nicht sein müssen. Und noch ein Rosé. Was macht denn da der Commander? Der Commander nervt gerade. Der Commander macht einen Funktionscheck. Er wird langsamer. Er wird langsamer. Ach, nochmal an. Der ist so durch. Der ist mega durch. Hier gibt's Geister. Ein Geist. Was Gibt's keine Geister. Ne? Ich muss es wissen, ich wohne seit 400 Jahren da.